Servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Update zum Krieger. Es ist auf Server EU9 der dritte Tag, noch eine halbe Stunde circa zu spielen und ich bin jetzt hier auf Level 94 an einem ganz krassen Punkt, muss ich sagen, denn es gibt Stand jetzt, also natürlich ein paar Spieler, die auch hochgepusht haben, sogar ein Assassiner hat es gemacht, ein Necromancer hat es gemacht, schwierig zu sagen, welcher da vielleicht mehr Pilze dafür investieren musste. Fong war jetzt insgesamt der erste. Von unserer Gilde ist Tabugu dabei als Dämonenjäger. Natürlich sind sie ein bisschen günstiger zumindest rausgekommen. Aber es gibt keinen Krieger, der es bisher geschafft hat, weil Zyntaros auch bei 94,5 liegt. Ich liege auch knapp bei 94,5. Ich habe zwar noch einen Ticken Rest Alu, also 15 Alu übrig, das reicht nicht. Und mit den Expeditionen natürlich ist eigentlich das Ziel, jetzt 95 zu erreichen und über die Expedition den Dungeon Key zu bekommen. Das ist aber nur möglich, wenn wir den einzigen Dungeon noch schlagen, der schlagbar, also der überhaupt bekämpfbar ist. Und das ist der Vulkangeist. Und ich habe jetzt mal gesagt, okay, ich mach's mal. Normalerweise hätte ich es nicht gemacht. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, das zu machen. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen gepilzt, ein bisschen geblättert. Ich bin jetzt zumindest erstmal überall mit 3 Attributen-Epics am Start. Im Zauberlan habe ich noch 2 ältere Epics im Prinzip. Die anderen sind alle aktuell. Ist auch krass, was ich für eine Range bekommen habe. Gut, die Schuhe sind nicht ganz aktuell, glaube ich, aber die habe ich drin gelassen wegen der hohen Rüstung. Also die Range ist extrem, bis zu 114 an Werten. Und die Waffe hier bekommen... Ich habe meine Fortress Gemmine auf Level 3 gemacht. Da könnte ich jetzt noch im Prinzip nach ein paar aktuelleren Gems Ausschau halten. Also die haben höhere Werte. Da könnte ich noch mal ein bisschen hochpushen. Aber ich will jetzt mal reinschauen mit euch gemeinsam, was es das jetzt überhaupt gebracht hat. Ich habe noch ein bisschen Gold. Also ich kann noch ein bisschen skillen. Das werde ich so oder so wahrscheinlich machen müssen. Also ja, doch ein bisschen skillen können wir reingehen. Ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr viel Gold für Epics zum Kaufen, also 1, 2 maximal, aber ja, wenn ich jetzt keine Gold-Epics nehme, dann passt das und ich gehe voll auf Stärke rein, weil das ist letztendlich am sinnvollsten, kriegen wir einen runden Wert, ja, gehen wir mal auf 600, also ich kann über Steine noch ein bisschen verbessern, 5 Attribute brauchen wir nicht, Rüstung ist auf 50%, das ist alles im Prinzip dort, wo es maximal sein müsste, damit wir vielleicht überhaupt eine Chance haben und wir gucken uns das jetzt gleich mal gemeinsam an der Stelle. Ja, ich werde das nochmal schnell einfügen jetzt hier in die Stats und dann ziehen wir das mal rein und ich muss sagen, mein Pilzausgabestand ist jetzt auf jeden Fall über 10.000. Das heißt, wir haben von Tag 2 zu Tag 3, um hierher zu kommen, nochmal knapp doppelt so viel Pilze ausgegeben. Ja, das ist schon happig, ne? Also das muss man sich wirklich überlegen. Ich muss sagen, ein Fazit werde ich nochmal bringen demnächst. Ja, habe mir ein paar Notizen gemacht. Mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen jetzt, also die ich gar nicht gedacht hätte als Krieger und also wo mir aber auch ein Unterschied auffällt als zum Beispiel zum Berserker, den ich ja auch sehr häufig gespielt habe, ja. Und Leute, ich bin jetzt schon drin. Ich bin jetzt drin. Bold Save Players, let's go. Wir gehen jetzt mal rein hier. Browser-Aufnahme. Jetzt muss ich mir. Ah ja, ist sogar automatisch da, Leute. Also wenn ihr das ganz cool findet, was ich hier gemacht habe, das euch auch interessiert hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Oder auch wenn ihr es weiterleitet, wenn ihr also selber vielleicht auch mal einen Krieger spielen wollt und auch pilzen wollt und nicht wisst, wie weit. Ne? Also ich sag mal, mit 100 € zum Serverstart sollte man an 3 Tagen auf Level 50 kommen können. Ja, das kann ich ja schon mal vorneweg sagen. Ja, und dann sieht das auch ganz gut aus. Jetzt gehen wir in die Currently Open Dungeons. Es ist nur ein Dungeon offen und es ist eine 0,02%ige Chance, den zu schlagen. Also selbst wenn ich jetzt noch 200 Stärke mehr hätte, dann ist die Chance extrem gering. 200 Stärke mehr kriege ich jetzt auf die Schnelle überhaupt gar nicht hin. Wie sieht es bei 200 Ausdauer aus? Manchmal ist das ein bisschen geht in die gleiche Richtung. Also der nimmt noch mehr Stärke mit als überhaupt. Also mit ganz, ganz viel Glück und Millionen von Pilzen könnte man das schaffen. Aber das bedeutet, dass jeder Krieger, der zum Serverstart über dieses Level gekommen ist, wo wir jetzt hier sind, der muss diesen Weg gegangen sein mit dem Vulkangeist. Also die Spanne der Waffe ist recht gut. Also im Detail könnte man nochmal
irgendwo was Kleines rausholen, aber wir sind Stand jetzt wirklich bei einer minimalen Chance, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt diesen Fight eingehe und den gewinnen würde, das wäre sowas von unwahrscheinlich, dass man mich eigentlich sperren müsste, also das wäre alles andere als logisch, ja, also klar, man kann ja natürlich auch auf gut Glück, auf gut Düngen einfach mal reinklicken und dann hat man diesen Versuch, ja, da würde ich sogar fast sagen, ja, geht man halt hier rein. Klar, das kostet jetzt auch 13 Steine, weil ich eben auf Level 3 habe. Man hätte es auch höher machen können. Ja, farmt man die Gemmine noch ein bisschen höher, sind die Steine natürlich nochmal besser. Gibt es nochmal ein bisschen mehr Upgrades, aber ja, ganz ehrlich, also rein von den Items her wäre dieser geringe Spielraum da, den ich schon erwähnt habe. Jetzt hier zum Beispiel, das ist natürlich nochmal ein Schwung von 130 auf 152. Das ist nicht verkehrt, aber ja, man muss dann natürlich auch erstmal den richtigen Stein droppen können. Und relativ effektiv hat man ja eh gespielt, da die Expeditionen ja so gut reingeholfen haben mit den Dungeon Keys. Also ohne Expedition wäre das Ganze wahrscheinlich nochmal einen Ticken schwerer gewesen. Hier können wir auch nochmal hochnehmen. Also eigentlich würde ich nur noch blaue Steine nehmen, was gerade ganz gut läuft. Ich sag hier 143, habe ich 133, ja, also hier kriege ich sogar nochmal diese Stärke rein aber ja, ganz ehrlich, ich überlege sogar, dass ich muss mal schauen, also das Experiment will ich jetzt auch mal machen, wie gesagt, macht es bitte nicht zwingenderweise zu Hause. Ich bin jetzt hier auf 143, 153, 156 hätte ich sogar kriegen können, habe ich nicht bekommen, hier gibt es nochmal doppelten Bonus und ich bin aber überlegen zu sagen, wenn ich jetzt noch einen Stärkestein bekomme, ob ich dann dafür einen Ausdauerstein wegnehme, ja. Das überlege ich tatsächlich, ob es dann die Chancen in SF Game Tools etwas nach vorne prescht. Ne? Wir farmen hier übrigens auch gerade Gold und da fällt mir auch ein, ich werde definitiv hier schon mal reingehen, denn im Glücksrad, da gibt es natürlich auch nochmal ein bisschen Gold. Also da kann man auch nochmal einen Ticken skillen. Ja. Da kommen wir fast auf die 200 plus, die ich schon angegeben habe. So, zack. Das tut dem Char auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. So, ich habe jetzt auch nochmal das Glücksrad gespielt und nochmal Gems aktualisiert. Also die Chance war ja mega gering. Also die wird jetzt auch nicht großartig steigen dadurch. Aber ich überlege tatsächlich, ich gebe erstmal die aktuellen Werte ein, wie ich sie jetzt habe, ja. Bei 346 bei Glück und das alles ist gleich geblieben. Die Waffe, die Armor, ja, das ist natürlich alles gleich. Das hat sich nicht geändert. Ja, dann schauen wir uns das nochmal an, wie es da jetzt eben tatsächlich aussieht mit meiner Chance. Ja, also zwischen 15 bis 34 Versuche von 40.000 Versuchen, um das jetzt noch zu schaffen, was ich morgen sowieso mit der normalen Alu schaffen würde. Ne? Darum geht es ja, den Dungeon Key. Und klar, wenn man das jetzt macht, hat man noch ein Epic-Event, aber es sind auch nur noch 16 Minuten to go. Jetzt will ich mal überlegen, dass ich diesen Stein anstelle dieses Ausdauersteins nehme. Also wenn ich jetzt mal, das geht jetzt natürlich nicht, weil ich keinen Slot frei habe. Wir können definitiv noch einen Epic mal rausgeben. Jetzt hier, das brauchen wir nicht. Der Ring haben wir nicht, der viel Kohle bringt. Das Epic bringt das meiste Gold, dann nehmen wir das nochmal mit raus. Wenn ich das jetzt rausnehme, habe ich 2032, 2100, also gehen wir mal auf 2150. 2150 Ausdauer. Alternativ, wenn ich nur 2150 Ausdauer hätte, aber dafür, naja, mal locker 200 Stärke nochmal mehr habe, ob sich die Chance dann nochmal vergrößert. Die vergrößert sich minimal, kann ich euch sagen. Minimal, ja. Also komplett auf, ja. Ich habe mich, naja, war gar nicht so schlecht von der Überlegung her. Gar nicht so übel. Nehmen wir nochmal die Werte hier. Also, ich habe mich bei Stärke nur um 5 verrechnet und bei Ausdauer habe ich sogar einen Ticken mehr dabei. Das
Ergebnis ist minimal besser. Also, Halleluja. Das ist schon ganz schönes Ding. Und wenn ich jetzt nochmal 4130 nehme, also einfach mal 200 abziehe, bei Constitution und 200 bei Stärke hochnehme, da wird sogar noch ein Ticken besser. Also es lohnt sich tatsächlich bei dem Dungeon komplett auf Stärke zu gehen. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass dann der Versuch auch wirklich dann dabei ist. Ja, also selbst wenn wir den jetzt hier noch uns gönnen, ja. Ja, vor allen Dingen jetzt kommen natürlich auch lila Steine, die man dann weggeben muss. Das ist es eigentlich nicht. Ja. Aber es interessiert mich gerade. Also wie gesagt, na, macht es bitte nicht nach. Es sind jetzt hier auch teilweise gesponserte Pilze. Und wie gesagt, es ist ja auch ein Projekt, ein Test. Ich will ja selber das sehen. Der Berserker, das kann man auch nochmal machen. Ja, wir gehen jetzt mal 151, ist natürlich jetzt ein bisschen crank. Ja, da komme ich ja fast besser, wenn ich hier auch nochmal ein aktuelleres Epic bei Attribute bekomme. Aber das kostet natürlich auch Pilze. Das Gute ist, man hat jetzt hier den Schmied schon gehabt, um Epics halt auch mit einem Gem-Slot auszurüsten, den man nicht hatte. Ich bräuchte halt ja so ein 114er, ist ganz hübsch. Ja, da kann ich nämlich den wieder Gem extracten, hier reinömmeln und zack. Also den Ring hole ich jetzt nicht noch neu. So. Irgendwo habe ich dann auch eine Grenze. Ja. 4138. Da habe ich mich auch fast wieder gut gestellt. Zu 1985, also Stärke. Ja, jetzt sind wir schon bei 30 bis 50 Versuche, ja, die es bringt. Und wenn wir jetzt mal einen Spaß machen, den machen wir mal den Spaß und wir gehen jetzt mal auf Berserker. Ah, ne, oder wir gehen mal auf Battle Mage mit den gleichen. Ja, ein Battle Mage, ne? Da sehen wir, PvE gleich nochmal deutlich schwieriger. Also mit dem ist es eigentlich, also fast unmöglich. Und beim Berserker, ja, beim Berserker haben wir die Chance, ja. Wohl dem der Berserker ist. Also mit den Werten als Berserker kein Problem, ja. Also um das auch noch mal zu verdeutlichen. Tja. Jetzt, ja. Also ein paar Tries will ich mal geben, ja. Das Ding ist, ich werde mich mega ärgern, wenn ich jetzt einen Versuch habe, wo er irgendwie bei ganz knapp ist, ja. Weil dann denke ich wirklich, ach toll. Hätten ja doch schaffen können. Aber es bringt mir jetzt eigentlich nicht mehr, weil die Abenteuerlust. Ich würde mir nur ein bisschen Abenteuerlust sparen im Prinzip, aber ich würde es auch gerne nochmal mit der Expedition machen. Ja. Aber gut. Ja, 460.000, das war schon ein knappes Ding, Leute. Das war ein knappes Ding. So, Freunde, nicht wundern, jetzt bin ich in der Nachkommentation, denn plötzlich war irgendwie die Spur weg. Also ich habe das Level-Up hier ja auf jeden Fall erreicht. Habe dafür ein paar Pilzchen ausgegeben, aber okay, also die Vorbereitung vorher war ganz gut. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe im eigentlichen Video. Ja. Aber auf jeden Fall war ja der Plan, über die Expedition jetzt vielleicht noch einen Dungeon Key mitzunehmen. Ja, wir sind jetzt, Momentchen. Ich sehe es nicht. Sind wir nicht Level? Ah ja, genau, 96. Sehr geil. Damit besteht ja die Chance. Und ich habe erstmal geguckt, ob wir einen Dungeon Key in der Abenteuerlust drin haben. Haben wir eben nicht, weil die Quest ja vorher generiert wurde, bevor im Level Up. Also konnten wir das gar nicht schaffen. Und jetzt habe ich die 12,5 Expedition genommen, nicht die 15, aber ich dachte, gut, im Notfall, falls irgendwas schief geht, habe ich noch eine Expedition dann übrig. Oder noch eine Quest. Obwohl ich die mit dem Frosch nicht mag. Habe ich schon überlegt, nehmen wir den Köfferchen oder nicht. Und ich dachte mir, komm, ich nehme den Koffer, gibt ja noch extra Gold, ne? Und ja. Früchte wäre auch geil, ja. Das ist so ein Thema bei der Expedition auch, dass ich jetzt festgestellt habe, dass man doch auch viele Früchte kriegen kann. Also vor allen Dingen außerhalb des Events, ja. Also immer mal zum Aussuchen. Ich habe zwar zuletzt Steine immer genommen, aber manchmal gab es halt nur die Früchte. Und wir haben hier die 41 Punkte geschafft, das war ganz geil.
Und wir haben leider eben keinen Schlüssel drin gehabt. Ja. Jetzt habe ich auch von der XP geschaut. Macht jetzt auch nicht mehr so viel aus, war ja auch eine kurze Expedition. Ja, ich dachte irgendwie, ich krieg den Schlüssel und war schon so ein bisschen pissed. Also ich habe ja noch eine 2,5-minütige Quest übrig. Leider keinen Schlüssel dabei. Ja, und dann habe ich auch gedacht, komm, gehst du auf Expedition, du kriegst ja auch mehr XP fast. Also ich habe jetzt zwar nicht so auf die XP geguckt im Vergleich, klar, weil die 2,5-minütige Quest, sie kann ja auch als 10er-Quest gewertet sein. Und da ist es möglich, dass es in der Expedition vielleicht dann doch weniger XP gibt. Aber die mit dem Drachen, da war ich mir sicher, da kriege ich 40 Punkte. Ja, also da kriege ich eigentlich fast immer. Ja. Und ich würde auch empfehlen, wenn ihr die Drachen-Expedition nimmt, dass ihr versucht, zweimal auf die Drachen zu gehen. Ja. Und ja, hier habe ich das Gold genommen, alles andere war wurscht. 28 Punkte nach 7, Clear ist gut. Wir kriegen ja noch extra Punkte, 5 pro Encounter. Deshalb habe ich gedacht, gut, gehe ich hier auf den Koffer. Ja, aber den Koffer habe ich leider nicht bekommen. Und ja, hier war es wurscht im Endeffekt. Wir haben auch die 40 Punkte geschafft. Alles gut. Ja. Und schaut mal hier. Hier war es dabei, der Dungeon Key. Und ein Spiegel. Also da bin ich extrem abgegangen, ja, als ich das aufgenommen habe, weil ich einfach so fasziniert davon war, dass man Spiegelteil und Schlüssel kriegen kann. Also ich habe es immer wieder erwähnt, es macht tatsächlich Sinn, die Expeditionen, wenn sie so bleiben, so zu spielen. Hier gehen wir natürlich erstmal durch die ersten Dungeons noch durch. Und vielleicht hin und wieder, wenn man jetzt Pets braucht oder gewisse Drops, die es halt nicht in der Expedition gibt, dann die Abenteuerlust zu spielen. Oder auch die letzten Quests als Abenteuerlust zu spielen. Aber ansonsten macht die Expedition Sinn. Ich habe jetzt auch mittlerweile einige Tage lang nach den Serverstarts die Expedition über den ganzen Tag gespielt, weil eben auch gut Steine und Holz zu finden war oder eben viele Früchte im Verhältnis. Und so ein Korb mit 1 oder 2 Früchten bei 50 Thirst für eine Expedition ist halt auch geil. Und jetzt, Leute, gehen wir mal wieder in den Live-Commentary rein, weil jetzt irgendwie das Mikrofon auch wieder funktioniert hat. Ja, Leute, jetzt bin ich live, ne? Geil. Keinen Ton gehabt, weil ich halt den Ton ausgestellt habe, vergessen anzuschalten. Es ist nicht verkehrt. Wir wollen jetzt hier noch auf Level 100 kommen. Das hat geklappt. Hell Alien ist natürlich jetzt auch. Jetzt muss man gucken, jetzt ist man voll auf die Jacke getrimmt. Ob man den jetzt hier noch relativ easy peasy machen kann irgendwie. So, wahrscheinlich. Ich sehe gerade, ich war noch als Berserker in der SF Game Tools drin. Vielleicht war das der Clou. Funktioniert das? So, wir haben auch ein Spiegelteil bekommen. Das ist nicht schlecht. 4143. Muss man schnell die Werte aktualisieren. Und man kann natürlich dann im Zweifel auch nochmal wieder mal 1, 2 Ausdauersteine sich eingönnen. 1360. Die Werte sind jetzt nicht viel besser, aber das Level ist natürlich gleich nochmal gut Vielfaches besser. Und die Rüstung, ja, ist jetzt auf 48%. Das Hell Alien ist immer noch auf einem Prozent ungefähr. Also wenn ich jetzt mal den Spaß mache und hier 2 runtergehe und hier 2 hochgehe, könnte ich mir vorstellen, dass sich dann die Verhältnisse wieder zugunsten, ja, also gegen den Kollegen ist es sogar recht sinnvoll, reinzugehen. Und so würde man auch noch den Magier schaffen. Erst der Dragon of Madness ist dann wieder eine ganz schöne Geschichte. Aber gut, theoretisch könnte man jetzt auch wieder nach einer neuen Waffe blättern. Und dann wäre man ganz durch, ja, aus dem Bereich. Also das in 5 Minuten jetzt aber zu machen, das ist auch nicht so geil. Ja, ist auch nicht das Ziel. Schnell mal reingucken, ob jetzt der eine auch noch geschafft hat hier. Ne, Cintarus ist nach wie vor hier 90 und ansonsten gibt es, glaube ich, keinen anderen Krieger, der es jetzt durchgezogen hat, aber ja, das spielt auch, wie gesagt, keine Rolle. Also selbst wenn ich jetzt hier langfristig spielen würde, da könnten Krieger kommen und einen aufholen, also das ist auch klar. Wie weit kommen wir jetzt noch? Eine neue Waffe sammeln, versuchen. Nochmal 2 Level eher machen. Ich hole mal einen Ausdauerstein, das war eigentlich ganz nice. Beziehungsweise die Stärkesteine sollten ja vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser sein. Können wir den schlechtesten austauschen. Hier 143 erstmal weg. Und den nächsten schlechtesten mit einem. Jetzt kriege ich natürlich nur blaue Steine. Ist auch geil.
Da können wir in die Waffe reinmachen. Nochmal einen so einen roten, ja, ein roter auch 159, sehr gut, 152, 151, nehmen wir den mal rein und dann gehen wir so in den Dungeon. Dämonenportal können wir aus Spaß mal machen, dann machen wir eh nichts. So. Hier gibt es auch nochmal ein Epic. Das wäre jetzt natürlich sehr geil, wenn hier einfach eine fette Waffe drin wäre. Ich will es nicht jinxen. Die Chance ist 6 bis 7 Mal so hoch bei dem Kollegen. Ne, mehr sogar gewesen, war ja über 1%, also 10 Mal so hoch. Oh, 102, geil, sogar 2 Level gemacht, sehr geil. Ja, es war jetzt das 5 Attributs ewig, aber gut, die Rüstung, die nehme ich mit, jetzt einfach Gem Extraction da rein. Beziehungsweise könnte man auch nochmal hier reingucken, jetzt die 160er Steine mitnehmen, wenn sie denn kämen. Ah ne, so viel geiler ist der jetzt auch nicht. Ja, können wir auch so handhaben hier. Und jetzt müsste man eigentlich mit allen Dungeons auf Level 110 kommen, ja. Und das wird ein bisschen tricky, weil der Dragon of Madness jetzt hier, also da bräuchte ich definitiv eine neue Waffe. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob ich das jetzt noch schaffe vor 0 Uhr, ansonsten ist es sowieso Quatsch. Eine Epic-Waffe jetzt zu finden, die halt auch noch also eine gute Spanne hat. Ne? Das müsste man jetzt in 2 Minuten wenigstens schaffen. Das Epic, ja gut, das ein Schild, 5 Attribute. Also alles, jetzt bräuchte ich wieder 3 Attribute definitiv. Oh, das ist Werte, 20 Werte mehr. Hollala. Nehme ich jetzt mal. Gegen Magier ist die Rüstung dann eh wurscht, nur bei dem ist es jetzt ein bisschen unlucky, aber wenn man dann einen entsprechenden Hut hätte, wäre das auch geil. Oh, wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Jetzt ein Hut mit viel Rüstung. Besserer Rüstung, sage ich mal so. Alles, was ich jetzt kriegen kann, nehme ich noch mit. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Na nu, ist das Epic Event schon vorbei. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. Die Rüstung aber nicht. Ich könnte natürlich auch einen Stärkehut nehmen. Das ist jetzt das Event. Ah. Das müsste man halt alles an Tag 3 machen und noch genügend Zeit haben für den ganzen anderen Kladderadatsch. Und gar kein Epic mehr. Ich glaube, Epics sind schon ausverkauft. Oh, hier 100er Epic. Das muss ich mir mal kaufen. Ja, jetzt ist 0 Uhr durch. Also eigentlich ist jetzt kein Epic-Event mehr. Ja, Epic-Event ist vorbei. Leider keine Waffe bekommen, aber hey, was will ich sagen? Es war einfach nur für die Wissenschaft. Ja, das war... Überhaupt den Vulkangeist zu legen, war schon heftig. Ja, thanks, guys. Thanks, geil. Aber es sieht dann gut aus. Also jetzt,
Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, mit dem, was man hat, halt einfach nur in die Dailies reinzugehen, alles zu machen, vielleicht mit den Expeditionen auch noch mehr XP zu generieren. Ich habe jetzt eine Sache tatsächlich vergessen, und zwar im Schatten ein bisschen vorzuspielen, aber gut, da muss ich jetzt erstmal Tusi finden. Tusi hat jetzt hier Vorrang, den habe ich nämlich nicht gefunden, aber ansonsten bei den anderen, ach, hier ist noch gar nicht aktualisiert. Null. Warte mal, wenn ich jetzt Tusi finde, ist es ja noch Tag 1. Der ist noch nicht. Sprawling Jungle at Night. Warte mal, ich gehe mal auf kürzeste Quest. Mal bekommen. Ach nein, jetzt hat das aktualisiert. Hui, sonst hätte ich fast noch die Chance gehabt, das zu machen als Tag 1. Habe ich jetzt leider nicht mehr die Chance. Aber ja. Ansonsten halt Daily Stuff machen. Ja, also die Petfights, die geben ja auch nochmal XP. Da sind ein paar Petfights hier dran. Dadurch, dass wir in den Expeditionen schon ein paar Früchtkorbe bekommen haben. So, da geht auch gleich doch mal ein ganzes Level hier wieder drauf. Sehr geil ist. Sag hier auch. Dem Gewinn. Ja, brauchen wir vielleicht anerkennen. Direkt sogar. Sehr gut. Und auch hier können wir direkt weitergehen. Ja, da sind wir sogar schon fast 105. Dann fehlt auch nicht mehr so viel zu 110. Also, wenn man es schaffen würde, gut XP zu machen, vielleicht ein gutes Stärke-Item zu finden mit sehr guter Rüstung. Je nachdem, wie weit es in der Festung geht, auch noch 2, 3 Steinchen zu finden. Den einen Dungeon, den anderen Dungeon würde es vielleicht auch gehen. Es würde vielleicht auch gehen, ja. Also ich habe jetzt hier mal meine Werte. 3999. Dann 2200. Level sind wir 104. Und Glück haben wir 1375. Die Waffe ist die gleiche geblieben. Die Nähmatte-Route sind nicht so relevant. Da sind wir immerhin bei so einer Chance. Also, es geht. Danach kommt das Twilight Alien. Ja, oh, okay, das ist die Waffe. Die Waffe ist es. Aber hey, ich habe jetzt mega viel gezeigt. Danke euch fürs Zuhören, Zusehen. Wünsche euch was. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Bis dahin.